Hallo Leute, die Toyplosion 2023 ist Geschichte. Was ich dort erlebt habe, wie es mir gefallen hat, meine persönlichen Eindrücke und auch, ob ich etwas gefunden habe, beziehungsweise was ich gefunden habe, all das seht ihr jetzt in diesem Video. Film ab! Ja Leute, bevor ich jetzt hier loslege, das Video könnte ein bisschen länger werden. Ich lasse meinen Gedanken und meinen Gefühlen freien Lauf hier, um ja, dieses Event gebührend zu besprechen, gebührend zu feiern. Also holt euch vielleicht noch mal was Kaltes zu trinken, holt euch einen Snack und dann fangen wir sofort an. Ich möchte einsteigen. Ich habe hier übrigens immer noch das Armbändchen an. Ja, also das Video ist kurz nach der Toyplosion jetzt abgedreht oder ich drehe es gerade. Meine Stimme ist noch ein bisschen heiser, meine Augen sind noch ein bisschen rot, wenig Schlaf. Die Stimme ist nicht heiser, weil ich vielleicht viel getrunken habe oder sowas. Ich trinke ja so gut wie gar keinen Alkohol. Es waren halt so viele Gespräche, ja, dass ich irgendwann gedacht habe, hier, wo ist das Trinken? Es war einfach Wahnsinn und das zerrt jetzt noch so ein bisschen hier. Also wenn ich ab und zu mal einen Schluck hier nebenbei nehme, seht es mir nach. Das Event selbst war einfach bombastisch. Sowas habe ich hier in Deutschland noch nicht erlebt. Meinen größten Respekt an die Organisation rund um die Moto Bros, rund um den Peter Petendo, rund um den Aslan. Ja, alle, die noch dazugehören. Ihr habt ein Event auf die Beine gestellt, das seinesgleichen in Deutschland sucht. Ja, ein Vintage, Toy, Retro, Flohmarkt, Show, alles drumherum. Die Orga war bombastisch, es war so top, angefangen von den Parkplätzen bis zum Einlass, bis zum Event selbst. Ja, alles hat seine Richtigkeit, alles hat seinen Platz gehabt. Ich fand es einfach klasse. Ja, es war alles so gut durchorganisiert, auch für den Fall, dass ich mir das da wiederhole. Das habe ich in Deutschland so noch nicht erlebt. Nicht in dieser Größenordnung, Leute. Also Respekt an euch für das, was ihr innerhalb von einem Jahr aus dem Boden gestampft habt. Ich hoffe, die nächste Toyplosion wird schon geplant. Ich hoffe, ihr seid dran. Ich weiß, dass ihr Stunden um Stunden mit der Planung hier verbracht habt. Und es ist euch gar nicht hoch genug anzurechnen. Das Ganze, man muss immer noch bedenken, es wird neben der Hauptarbeit, neben dem Hauptberuf von euch umgesetzt. Ich kann mir vorstellen, dass ihr tagelange schlaflose Nächte gehabt habt. Und ich möchte euch sagen, es hat sich für mich und glaube auch für alle anderen sowas von gelohnt, denn es war so ein positives Erlebnis, es war so eine positive Grundstimmung schon an diesem Event. Schon von Anfang an, das hat sich bis zum Ende hin durchgezogen, das war einfach bombastisch. So, ich möchte jetzt anfangen und ich möchte so ein bisschen chronologisch vorgehen. Ja, seht es mir nach, wenn ich hier so ein bisschen, vielleicht doch so querbeet hier ein bisschen hüpfe, aber ich möchte halt anfangen mit den Exclusives, die ich mir geholt habe. Das ist natürlich, war für mich eine Ehrensache. Ich habe hier eine schöne 40 Jahre Masters of the Universe Tüte, gefolgt von einem 30 Jahre Jurassic Park Logo. Und natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen und mir die Exclusives zugelegt. Ich habe hier einmal den Skeletor. Ja, es sind ja die Origin-Figuren, aber als Toyplosion Exclusive Nummer 2 ist das hier mit, wie es früher in den 80er Jahren war, mit einer Maske hinten drauf, Design vom Nino Ade. Auch hier Nino, Grüße an dich und vielen, vielen Dank, dass du das möglich gemacht hast. Und natürlich auch Exclusive Nummer 1, ja, He-Man, auch von den Origins, auch wieder schön mit der Karte, mit der Backcard hier, wo die Maske drin steckt. Ich finde das einfach Wahnsinn, Leute, ja, was ihr da für die Community gemacht habt, und so ein schönes Exclusive lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Ja Leute, ich habe ein paar Highlights. Es gibt ein ganz großes Highlight, das möchte ich euch jetzt noch nicht präsentieren. Oder vielleicht doch? Nein, ich lasse es erst nochmal. Aber eigentlich ist jedes Stück für sich ein Highlight für mich. Hoffe auch für euch. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, wie ihr die Sachen findet. Ich habe dann bei einem privaten Händler, sorry, wenn ich den einen oder anderen nicht namentlich nenne. Ich versuche so viele wie möglichen Namen aus meinem Gedächtnis reinzubringen. Ich habe ja auch einen Zettel liegen, wo ich mir Sachen notiert habe.
Aber hier weiß ich den Namen leider nicht mehr. Seht es mir nach, das ist keine böse Absicht. Ja, ich habe an einem privaten Stand mit einem netten Pärchen gesprochen und habe mir einen Big Jim Camper geholt in Originalverpackung. Ja, ich packe ihn jetzt nicht aus. Der Camper sieht wirklich in einem wunderschönen Zustand. Sieht in einem wunderschönen Zustand. Ist in einem wunderschönen Zustand. Die Scheibe ist glasklar. Das Ding ist sauber. Ja, haben auch gesagt, dass sie es vorher noch mal gereinigt haben. Ja, Sven war's. Sven hat mir den hier verkauft mit seiner Frau. Viele Grüße an euch. Und ja, wie gesagt, es ist noch eine Big Jim Figur drin. Es ist der Tisch und die Campingstühle mit drin. Und ich glaube noch ein kleines Zubehör. Ja, aber wir hatten in einem wunderschönen Zustand. Ich habe den Camper ja schon mal gehabt, habe ihn dann leider wieder abgestoßen. Letztes Jahr, wie es bei meinem Kanal auch nicht so rund lief. Das ist jetzt Geschichte. Der Camper ist wieder in der Sammlung. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, den zu bekommen. Ja, und für mich ein erstes wirkliches Highlight war am gleichen Stand. Also bei den gleichen beiden netten, tollen Verkäufern habe ich eine zweite Sache mitgenommen, und zwar das Jurassic Park Brettspiel vom ersten Teil aus den 90er Jahren von der Firma Parker. Ich weiß gar nicht, kriegt man das hier so ins Bild? Das Ding ist brachial. Ich blende auch wie immer Bilder halt ein. Ja, und ihr seht die Größe allein von dem Spielfeld. Ja, das ist einfach Wahnsinn. Sie waren so ehrlich und haben gesagt, dass eine kleine Dinosaurierfigur fehlt, also ein Velociraptor fehlt wohl. Ansonsten ist das Spiel komplett, wie ihr seht, mit Spielanleitung. Wie gesagt, Karton in einem schönen Zustand. Die eine Ecke ist hier gerissen und geklebt, aber das ist vollkommen okay. Und das Spiel kannte ich bis vor kurzem noch gar nicht. Erst wie ich wieder so in den Jurassic Park Modus reingekommen bin, wie ich ja zuletzt auf der Ausstellung war in Heidelberg im Luxor Filmpalast, bin ich wieder so ins Jurassic Park Fieber gekommen vom ersten und zweiten Teil. Dritter auch, ja, so ein bisschen, aber der erste ist mein Highlight. Und es freut mich so sehr, dass ich dieses Brettspiel jetzt hier in der Sammlung habe, und geht davon aus, das Spiel wird gesuchtet, Leute. So, dann komme ich zum ersten YouTuber, zum Stefan, zu Zodax Zeittresor, meinem Livestream-Buddy, kann man sagen. Stefan, viele Grüße an dich. War schön, dich mal wieder live zu sehen und nicht nur in der Schalte. Und wir hatten ja schon vorab einen Deal gehabt. Du hast mir was ganz Tolles mitgebracht. Du warst übrigens, hast einen kleinen Stand gehabt bei deinem Haus- und Hof-Lieferanten, nenne ich es einfach mal. Ja, World of Nerd, die waren auch da. Viele Grüße auch an euch. War auch schön, dich bzw. euch mal kennenzulernen. Und du hast mir vorab, wir haben vorab schon geschrieben, du hast mir etwas ganz Tolles mitgebracht. Und zwar eine Hörspielkassette, Knight Rider Folge 26, also die letzte Folge der Hörspielreihe, die relativ selten ist und relativ hochpreisig gehandelt wird. Eine kleine Stadt lebt gefährlich. Jetzt habe ich die in der Sammlung. Ich habe sie noch nie gehört. Das werde ich heute nachholen. Heute beim Zubettgehen werde ich diese Kassette laufen lassen und mit Michael Knight einschlafen. Stefan, vielen lieben Dank dafür. Dann auch das wusste ich schon, hast du mir etwas mitgebracht. Du hast gesagt, du hast dir was in den USA bestellt und hast gesagt, du hast es mir einfach mitbestellt. Ich finde das einfach Wahnsinn. Vielen lieben Dank und glaub mir, ich revanchiere mich dafür. Das ist ein Versprechen jetzt an dich, und zwar hast du mir einen Bravestar Comic mitgebracht, den ich nicht kenne, den ich nie kannte. Ja, es ist ein kleines Heftchen mit einer genialen Zeichnung. Hier ist noch was drin, was ich euch gleich zeige. Mit einem genialen Zeichenstil. Das sieht so plastisch aus. Ich finde es einfach Wahnsinn. Ja, und wieder etwas, was ich vorher nicht wusste, dass es das gab. Ja, ich habe keine Ahnung, was es noch in den USA oder im Ausland von Bravestar gab. Es taucht immer wieder was Neues auf, Stefan. Das Heftchen ist genial. Vielen lieben Dank dafür. Und da drin war noch etwas, das hast du mir auch mitgebracht. Und zwar 2 Nutella-Aufkleber mit Frank. Vielen lieben Dank, fand ich total toll, hat mich sehr, sehr gefreut. Richtig klasse. Das war aber nicht alles, beziehungsweise das war alles, was wir vorab abgesprochen haben. Dann habe ich aber an Stefans Stand noch was anderes gesehen und dachte mir, hier, du hast da ein Bravestar Annual liegen, ein Annual von 1990. Und dann sagte er, ja, aber das hast du doch schon. Dann sagte ich, nee, das habe ich nicht. Ich habe ein Bravestar Annual, allerdings das blaue von 89 müsste das gewesen sein. Oder von 91, ich weiß es gar nicht hundertprozentig, aber das rote hier habe ich nicht. Das ist jetzt auch in meiner Sammlung ein wunderschöner Zustand.
Ja, ein wunderschöner, ja, Comic halt auch, ja, von Bravestar. Ich glaube, es gab auch nur diesen beiden Annuals hier. Und somit habe ich die jetzt komplett. Stefan, vielen Dank dafür. Und zu guter Letzt, auch nochmal on top, hast du mir ein kleines Schlumpfquartett, beziehungsweise ein Schwarzer Peter, Maxi Mini Schlümpfe geschenkt. Stefan, vielen, vielen Dank. Ich weiß das echt zu schätzen. Du bist ein wahrer Freund. Vielen Dank. So, jetzt kommen wir zu meinem absoluten Highlight. Nee, noch nicht. Erstmal geht es noch weiter, auch wieder mit Highlights natürlich. Ich greife mal hier runter. Und zwar war internationales Publikum auf der Toyplosion. Es waren nicht nur deutsche Händler da, es waren auch italienische Händler da. Und zwar Toy Heaven. Ich blende euch hier diese Visitenkarte mal ein. Ich habe mit den Jungs gesprochen. Sie haben keinen Shop, wo man vorbeifahren kann, sollte man mal in Italien sein. Sie sind Nähe Rom, haben aber wie gesagt nur einen Online-Shop, keinen wirklichen begehbaren Shop. Nichtsdestotrotz, die Karte habe ich mir mitgenommen und sie haben so eine Auswahl von geilem Vintage-Zeug gehabt. Lego, Playmobil, Figuren, die ich noch nie gesehen habe. Sie hatten Bravestar en masse, sie hatten Big Jim en masse, also richtig, richtig toll. Und eine Sache, die ich mir bei ihnen mitgenommen habe, ist ein He-Man New Adventure Shuttlepod. Da konnte ich nicht vorbeigehen. Das Ding ist also Mint in Sealed Box, war noch nie geöffnet, hat einen wunderschönen Zustand. Der Preis war richtig, richtig top. Ja, und da konnte ich nicht vorbeigehen. Die New Adventures sind nicht so wirklich meins, werden sie auch nie werden. Ich habe keinen einzigen Mock, also keine einzige Figur auf Karte in der Sammlung. Mir gefallen aber die Boxen, mir gefallen die Raumschiffe, die Fahrzeuge und so weiter. Und deswegen habe ich hier zugeschlagen und mir den in die Sammlung genommen. Wie gesagt, von Toy Heaven, von den Freunden aus Italien. Dann an einem weiteren, ich denke mal, es war ein privater Händler. Auch da kenne ich den Namen leider nicht, aber ich habe was Schönes für meine erst kürzlich angefangene, kann man sagen, Sammlung bekommen. Und zwar eine Figur von der Spielzeugserie Robin Hood von Kenner aus den 90er Jahren. Und zwar habe ich hier Little John bekommen, der hat mir noch gefehlt. Ein wunderschöner Zustand, Karte, keine Knicke, nicht gewellt, Blister, glasklar, nicht gebrochen, keine Dellen drin, nichts. Ja, wunderschön, da konnte ich auch nicht Nein sagen. Jetzt fehlen mir noch 3 Figuren, und zwar fehlt mir noch der Sheriff of Nottingham, Azim, also Morgan Freeman, und der Longbow, also mit dem langen Bogen, der Robin Hood. Dann habe ich die Figuren komplett. Es sind ja nur eine überschaubare Anzahl von 8 Figuren. Ja, somit habe ich jetzt 5 Stück schon in der Sammlung und das freut mich wahnsinnig. Und der, wie gesagt, wandert auch in meine 90er Jahre Spielzeugfiguren, Toy-Sammlung zum Robin Hood-Bereich. Ja Leute, dann habe ich den Mark wieder getroffen. Der Mark, den habe ich zum ersten Mal getroffen, kennengelernt bei der Luxor Fantastic letztes Jahr. Nein, das war dieses Jahr. Das war ja schon dieses Jahr. Da habe ich ihn das erste Mal getroffen, wir haben uns nett unterhalten. Er hat gesagt, halt hier, er guckt meine Videos, er findet das toll. Er ist ein Star Wars Sammler durch und durch, was Star Wars Vintage angeht. Und er hat mir auch... sieht man, glaube ich, hier hinten sogar noch das kleine Fahrzeug, diesen Mini-Rig von Star Wars geschenkt da auf der Luxor Fantastic und hatte mich letztens wieder per E-Mail angeschrieben, das war recht witzig, hat gesagt, ich habe wieder was für dich, hast du da Interesse dran? Ich sagte, ja, super, ja, er sagte, okay, er hätte gern das und das plus Versand. Ich sagte, okay, vollkommen okay, machen wir. Dann ist es bei mir irgendwie untergegangen, ich habe es verbaselt und habe es nicht überwiesen gehabt. Habe ihn dann auf der Toyplosion jetzt wieder getroffen, den Marc. Grüße an dich. Und er sagte, und ich habe ihn dann gefragt, hier, um Gottes Willen, das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, habe ich überhaupt das Geld überwiesen? Da sagt er, nee, hast du nicht. Ich habe noch nicht mal geantwortet auf die letzte Mail, also viel Entschuldigung nochmal da, die Mail ist irgendwie untergegangen. Dann sagte er, aber gar nicht schlimm, ich habe die Sachen dabei, dann kannst du dir das Porto sparen, willst du das mitnehmen? Da sagte ich, ja, natürlich. Ja. Dann haben wir quasi eine Kofferraumübergabe gemacht und dann hat er mir, ich hole es gerade mal hier aus der Kiste, 17 Alf Comics mitgebracht, Leute. Ich finde das einfach Wahnsinn. 17 Comics von Alf aus den Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er und hat mir dabei noch einen kleinen Garfield mitgebracht. Den hat er mir noch so oben drauf gelegt, hat er mir geschenkt. Ich finde es einfach Wahnsinn. Ich finde diese Community, wie gesagt, immer ohne Worte. Das ist so geil, wie hier der Zusammenhalt ist und wie diese Freundschaft ist. Vielen lieben Dank für diese 17 Comics
Alf plus Garfield. So, dann kommen wir zum nächsten YouTuber, den ich hier ausdrücklich erwähnen möchte, und das ist die Trödelmama. Viele Grüße auch an dich. Wir haben uns bei der Los Amigos, glaube ich, das erste Mal live gesehen dieses Jahr. Allerdings war das nur ein flüchtiges Hallo und ach, du bist der, ach, du bist die. Und das war es eigentlich, ja. Und haben uns heute, beziehungsweise auf der Toyplosion wieder getroffen und kurz miteinander geredet. Und dann kommt sie auf einmal und drückt mir eine Tasche in die Hand. Die Trödelmama-Tasche, Leute, und ich finde es Wahnsinn. Sie hat für jeden YouTuber, für jeden Kollegen quasi ein Täschchen gepackt, für fast jeden. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, und hat da wirklich Sachen reingepackt, die dieserjenige auch sammelt. Das heißt, sie guckt wirklich die Videos durch und durch, ja, weiß das Sammelgebiet von jedem und hat jedem ein kleines Präsent gemacht. Ich war sprachlos, wie sie mir die Tasche in die Hand gedrückt hat. Ich dachte, hä, was, wie, wo, mir, was, warum? Und sie wollte einfach uns eine Freude machen. Das hast du geschafft, liebe Trödelmama. Vielen lieben Dank. Und ich zeige euch jetzt natürlich den Inhalt. Und siehe da, ich habe hier einen Alf-Comic bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Das ist echt Wahnsinn. Die habe ich letztens noch auf dem Flohmarkt gesehen. Der Verkäufer wollte aber unverschämt viel Geld dafür haben. Und jetzt habe ich sie einfach geschenkt bekommen von einem anderen Flohmarktgänger, von der Trödelmama, wie gesagt. Und zwar habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 von Bastei kleine Mainzelmännchen-Heftchen hier. Das ist einfach so toll, das ist Wahnsinn. Leute, aber das war es noch nicht. Ich greife jetzt hier mal rein. Ich habe hier noch einen kleinen Sticker der Trödelmama. Ja, der kommt auch noch an meine Wand von unseren YouTube-Kollegen oder von meinen YouTube-Kollegen. Dann habe ich hier einen kleinen Pumuckl mit Kochlöffel, der irgendwie im Teller oder in der Suppenschüssel sitzt. Das ist einfach Wahnsinn. Ich habe einen weiteren Pumuckl mit einem Holzstift, ja, der Stift ganz schön groß ist im Gegensatz zum Pumuckl, aber Pumuckl war ja auch klein. Ich finde es einfach toll. Es geht noch weiter. In der Tüte war noch drin ein Pumuckl auf einem Auto. Ja, ich hatte sogar ein Pumuckl auf dem Auto, hatte ich sogar gehabt damals. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt das rote war oder ob es ein grünes war, aber jetzt habe ich ihn auf jeden Fall wieder. Durch die Trödelmama. Ich kann den Namen gar nicht oft genug hier in dem Video sagen, wie ihr gerade merkt. Ich bin einfach geflasht von so viel, ja, Community-Liebe, von so viel Freundschaft, Freundlichkeit, auch wenn man sich eigentlich gar nicht so gut kennt. Es ist einfach Wahnsinn. Vielen lieben Dank dafür. Und es ist noch was drin und das finde ich auch toll. Und das kommt auch in meine Sammlung. Und ich habe hier die kleine Miss Piggy von den Muppet Babies in das glaube ich, ist ein McDonald's, genau richtig. Das ist ein McDonald's-Autochen in einem pinken Auto. Auch der wandert so in meine Sammlung. Das wird ein Andenken bleiben an unser tolles Treffen, an die Übergabe. Vielen lieben Dank. So Leute, sollen wir jetzt zum Highlight kommen? Nee, noch nicht. Ich habe aber ein weiteres für mich persönliches Highlight war, dass ich draußen in den Biergarten gegangen bin und da wurde ich angesprochen von jemandem, von der Franziska. Franziska, wir kennen uns schon länger über Facebook. Wir haben uns auch schon mal Sachen hin und her geschickt. Du hast auch von mir, beziehungsweise ich habe von dir schon mal eine schöne Channel-Spende, ein richtig tolles Paket bekommen. Da habe ich auch ein eigenes Video drüber gemacht. Wir haben uns noch nie live gesehen. Auch hier das erste Mal. Wir haben uns leider viel zu kurz unterhalten, aber wir haben uns unterhalten. Viele Grüße auch an dich und auch du hast mir eine Kleinigkeit mitgebracht und zwar ein kleines Kassettenregal. Kann ich immer gebrauchen für meine Kassetten. Hat mich sehr, sehr gefreut. Auch das einfach mitgebracht, geschenkt. Ich finde das einfach Wahnsinn. Und wie gesagt, dass wir uns gesehen haben, endlich mal, finde ich richtig, richtig toll. Auch eines meiner Highlights des Tages. Dann komme ich zu jemandem, dessen Namen ich leider nicht weiß, nicht mehr weiß. Aber er kam zu mir, hat gesagt, uns gefällt dein Kanal, wir möchten dir eine Freude machen und wenn du mal in Mönchengladbach bist, komm vorbei bei Stars of the Galaxy, eine Star Wars Ausstellung und drückt mir 2 Freikarten in die Hand. Ich bin platt, ich finde es total klasse. Ich denke, du gehörst zu der Inhaberschaft da, ja, und einfach so 2 Karten, Stückpreis sind 10 €, mir einfach in die Hand zu drücken und sagen, ich finde deinen Kanal klasse und ich möchte dir hiermit eine Freude machen. Vielen lieben Dank.
ich bin sprachlos, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das, ja, verargumentieren kann, sage ich mal, was ich da an meiner Freude Ausdruck bringen kann. Vielen lieben Dank dafür. Wir werden ganz, ganz sicher vorbeikommen und uns in Mönchengladbach bei euch einen schönen Tag machen. Versprochen. So, ich möchte jetzt nochmal zurückgehen auf meine YouTube-Kollegen, bevor wir zu den Highlights kommen. Es waren so viele da, allen voran natürlich der Peter, der Petendo, der Aslan. Auch hier viel zu kurz sprechen können. Ja, ihr wart in der Orga, ihr wart den ganzen Tag unter Strom. Ja, ich finde es wie gesagt so geil, was ihr gemacht habt. Aber ihr wart da. Vielen lieben Dank nochmal für dieses tolle Event. Genauso war da, wie gesagt, der Stefan von Zodax Zeitresort, die Trödelmama war da. Jetzt muss ich kurz ablesen. Ja, der Florian, der Bürgermeister war da. Wir haben uns auch auf der Los Amigos leider nur viel zu kurz gesehen. Heute ging's, ja, konnten wir wenigstens mal ein paar Worte wechseln, aber auch leider viel zu wenig. Er hat mir seinen neuen Kanalsticker oder seinen Kanalsticker geschenkt. Vielen lieben Dank dafür. Auch der wandert wie der Trödelmama-Sticker an meine Wand. Den Motu-Skipper habe ich getroffen, auch das erste Mal live. Auch er hat mir seine, das finde ich sogar toll, seine Kanalsticker, 2 Stück hat er mir gegeben. Und er hat sogar noch das YouTube-Video eingebaut. Ich versuche, die ganzen Kollegen hier unten auch zu verlinken, dass ihr einfach mit einem Klick auf den Kanal kommt und den einfach mal auscheckt. Und wenn es euch gefällt, was ihr seht, dann lasst doch einfach ein Abo bei denen da. Natürlich, wen habe ich noch getroffen? Den Marco, den Retro-Krempel, auch das erste Mal, ja, haben wir uns live gesehen. Marco, es war mir eine Ehre. Wir haben uns öfters gesehen. Es war fast schon so ein bisschen witzig, dass wir immer in den Gängen quasi kollidiert sind. Immer so, oh, was hast du jetzt gefunden? Oh, was hast du jetzt gefunden? Was hast du dabei? Ich fand es total klasse, mit dir mal zu schwätzen. Wir kommen beide aus Hessen, wir verstehen uns. Viele Grüße auch an dich. Dann haben wir natürlich den Thomas, den Star Wars Sammler. Auch den haben wir getroffen. Eine Ikone des YouTube-Seins, sage ich mal. Einer der längsten YouTuber im Bereich Toys und Merchandise. Hier bei Fantastic. Thomas, vielen Dank auch für die netten Unterhaltungen, die wir geführt haben. Auch da wieder viel zu kurz. Du warst ja auch umlagert mit deiner geilen Aktion mit der Judith Hildebrand, wo ihr Figuren signiert und verschenkt habt. Mox. Das sucht seinesgleichen im YouTube-Universum, wo wir uns aufhalten. Thomas, viele Grüße an dich. Bleib so, wie du bist. Mach so weiter. Viele Grüße. Wen haben wir? Wenn ich irgendjemand vergessen habe, dann tut es mir leid. Wen ich noch auf jeden Fall erwähnen möchte, sind die Spielzeugjäger. Auch die richtig klasse, die beiden. So super sympathisch. Ein geiler YouTube-Channel. Ja, mit so viel geballtem Wissen über die Toys unserer Kindheit. Über alles Mögliche aus dem Toy-Universum. Machen so geile Videos. Auch wir wollten eigentlich noch ein Foto zusammen machen. Hat sich dann verlaufen, hat dann nicht mehr geklappt. Nächstes Mal müssen wir das nachholen. Ich freue mich schon, wenn ich euch das nächste Mal wieder sehe. Auch hier wieder viel zu kurz gesprochen. Und wenn ich noch hervorheben möchte, denn es waren auch internationale YouTuber dabei. Ed's Retro Geek Out war da. Ed, wenn du das hier sehen solltest, es ist nur in Deutsch. Vielleicht setzt du ja die Untertitel ein. War toll, dich mal zu treffen. Auch deine Videos finde ich total klasse. Ja, und er hat auch einen kleinen Stand gehabt. Wir haben uns da wirklich, ja, schon ein paar Minuten unterhalten können. Haben auch zwischendurch mal kurz was zusammen getrunken. Beziehungsweise du nicht, aber dein Kameramann, mit dem habe ich was getrunken. Mit Brian McClaim natürlich, der war auch da. Von dem haben wir das gute Trinken bekommen. Auch Grüße an dich. Wie gesagt, es sind so viele Leute. Seht's mir nach, wenn ich jemanden hier irgendwie unterschlagen sollte. Es ist nicht meine Absicht. Ja, fühlt euch alle gedrückt, fühlt euch alle umarmt. Ich möchte jetzt auch nochmal auf die Händler eingehen. Das Ganze war ja so gestaltet, dass im Oberrang, nenne ich es mal, im Rundlauf, wo man rundlaufen konnte, so die YouTube-Arena war, ich schwätze hier halb Englisch, merke ich, wo die ganzen YouTuber ihre Stände auch hatten, wo die We Are Ghostbusters Germany waren, die waren natürlich auch da, habe ich ganz vergessen zu sagen, hier, das ist einfach Wahnsinn. Und unten waren dann im unteren Bereich, im Unterrang quasi, auf dem Hallenboden, auf dem harten Boden der Realität, waren die ganzen Händler, die Shops, die ich jetzt auch nochmal erwähnen möchte. Natürlich war da Christian Seetoys, Grüße an dich, Steinedorf, Olli, Basti. Es war wie immer eine Ehre, mit euch zu handeln, bei euch zu kaufen, da kommen wir gleich zu, und euch natürlich zu treffen. Ihr seid einfach geile Typen. Vielen Dank
Ja, dafür, dass ihr so seid, wie ihr seid. Andi, Strong Vision, ja, Andi, Daniel, auch Grüße an dich. War auch wieder viel zu kurz bei dir, muss ich sagen. Time for Action Toys, Kai, auch wir haben kurz gesprochen, hätte viel länger sein müssen. Es ist echt schade. Die Jungs von der Retro-Fabrik waren da, ja, auch hier der Frank und der Mustafa, die ihre Retro-Fabrik-Bände, die Masters-Bände und so weiter vorgestellt haben. Auch hier haben wir eigentlich nur mal kurz Hallo gesagt. Marc und Miri vom Welt der Meister Magazin waren da. Es war als trifft man Freunde, als trifft man Bekannte, die man länger nicht mehr gesehen hat, aber trotzdem immer wieder erkennt, immer wieder freut, wenn man sie sieht. Man müsste es halt viel öfter so Treffen machen. Toyplosion Orga, wann kommt die nächste Toyplosion? Ja Leute, und jetzt kommen wir zu meinen Highlights der Highlights. Alle drei, es sind 3 Stück an der Zahl, alle 3 habe ich mir bei Steinedorf besorgt. Ich möchte anfangen mit dem ersten. Das ist etwas, was ich gesehen habe. Dachte, was hat denn der da stehen? Dachte mir, nee, das gibt's doch gar nicht, zeig mal her. Und dann habe ich gesagt, pack ein. Ich habe von Mattel 1979 eine Morg vom Ork Robin Williams Figur mit Originalverpackung. Wie gesagt, 1979 gab es auch in Deutschland nie, denn er heißt hier Mork und Mindy, so hieß die Serie im Original. Und gab es in Deutschland, wie gesagt, die Serie gab es in Deutschland, aber ich glaube nicht, dass es diese Figuren jemals in Deutschland gab. Nano, wenn ihr wisst, was es heißt. Und die Figur steht auf dem Kopf, das ist auch so beabsichtigt. Wenn ihr die Serie kennt, wisst ihr warum. Wenn ihr sie nicht kennt, schaut mal im Stream nach. Robin Williams in seiner Anfangsphase der Comedy, leider viel zu früh gegangen, leider ein unschönes Ende genommen. Robin Williams, ein genialer Schauspieler, ein so liebenswerter Mensch von dem, was man mitbekommen hat. Leider viel zu früh von uns gegangen. Diese Figur werde ich in Ehren behalten. Ja, wunderschöner Zustand, hat natürlich dem Alter bedingt hier ein bisschen einen Abriss. Ja, hat hier unten eine kleine Verfärbung unter dem Mattel-Zeichen. Die Figur ist auch nicht sealed. Ja, die war auch nie sealed. Hier war nie ein Aufkleber drauf. Das heißt, man könnte sie theoretisch rausholen und mit bespielen. Das werde ich natürlich nicht machen. Das ist für mich ein Zeitzeugnis. Die bleibt so in ihrer Box drin. Und ich freue mich so, wie gesagt, dass ich den guten Robin Williams, den Morg vom Ork, in meiner Sammlung habe und somit meine Vintage-Toy-Spielzeugsammlung, speziell halt in Verpackung, wieder um ein tolles Stück Geschichte erweitert habe. Das zweite Highlight, was ich mir am Steinedorf-Stand besorgt habe, ist eine Spardose. Und zwar eine Spardose von Marshall Bravestar. Habe ich auch so noch nicht gesehen, ist von 1986. Und ja, der Blister hier oben ist gerissen, aber irgendwie, ich war an dem Tag in Kauflaune, im Kaufrausch kann man fast sagen, wo man hingesehen hat, Nostalgie pur, so viel tolles Zeug und den musste ich mitnehmen. Der Karton ist wie gesagt nicht mehr im schönsten Zustand, auch hier oben der Flap ist ganz schön, hat eine ganz schöne Stresslinie und knickt so nach vorne über. Da bin ich überlegen, ob ich den auch irgendwie in den Case reinpacke, damit da nicht noch mehr dran kommt. Aber guckt euch mal hier oben den Flap an und guckt euch mal diese schlechte Druckqualität an. Nein, das ist nicht meine Kamera. Die Verpackung ist wirklich so schlecht bedruckt. Also ich weiß nicht, BBI, Toys International steht hinten drauf. Ich weiß nicht, ob das so ein Third Party, also so ein No-Name Firma war, die halt irgendwie Sachen lizenzmäßig vertrieben hat, beziehungsweise ohne Lizenz vertrieben hat. Ich weiß es nicht, aber es ist ein tolles Stück Geschichte, eine weitere Ergänzung zu meiner Marshall Bravestar Sammlung. Ja Leute, und ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, das Highlight der Highlights der Highlights, das kommt für mich jetzt und ich möchte das Ganze mit einem Filmausschnitt beginnen. Das ist ein ganz simpler Trick. Ich nehme einfach meine Mütze und drehe sie rum. Das ist ganz genauso, als ob man eine Maschine startet. Und wenn diese Maschine anspringt, fühle ich mich wie ein anderer Mensch. Und jetzt wisst ihr, um was es geht. Ein weiteres Highlight in meiner Sammlung zu Over the Top, zu meinem, ja, fast überhaupt Lieblingsfilm, vor allem mit Sylvester Stallone. Und ich musste etwas mitnehmen. Ich musste eine Sylvester Stallone Lincoln Hawk Over the Top Figur mitnehmen.
ich konnte nicht anders. Ich hoffe, man sieht das Ganze hier in der Kamera, so groß wie der ist. Ich dachte nicht, dass der so groß ist. Die ganzen Figuren, ich zeige es euch nochmal hinten, gibt es auch nochmal in einer kleineren Variante auf einer Blisterkarte. Aber hier diesen Lincoln Hawk von Levco oder Levco gab es wohl auch nur in den USA. Und was soll ich sagen, ist von 1986. Eine Wahnsinnsfigur, der ist nicht mehr sealed, der war schon mal ausgepackt, wurde dann wieder unten befestigt, hat auch so die ein oder andere kleine, kleine Dreckspur, sage ich mal, auf dem weißen Shirt. Das ist wahrscheinlich nicht mehr so weiß, wie es mal 1986 war, aber das macht mir überhaupt nichts. Der Originalkarton ist dabei, der ist nicht mehr im im Mint-Zustand, ja, der hatte auch Einrisse hier. Aber sowas, Leute, sowas sieht man nicht alle Tage. Ich habe es noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, bis vor kurzem wieder mal nicht, dass es von Over the Top überhaupt Figuren gab. Ja, in den USA gab es ja jeden Kinder weghören. Mist. Ich habe gerade noch ein anderes Wort gesucht. Mist ist, glaube ich, okay. Zu allen möglichen Filmen, wie gesagt, sei es zu den Waterworld-Filmen, sei es zu Dragonheart, sei es zu Demolition Man, zu Last Action Hero. Überall gab es Figuren, die bei uns nie erschienen sind, die ich aber alle gerne in der Sammlung haben möchte. Und hier Over the Top Lincoln Hawk, mein absolutes Highlight, könnte sogar mein Highlight des Jahres sein, was ich hier gefunden und mitgenommen habe. Olli, Basti, Steinedorf, vielen, vielen Dank, dass ihr mir diesen Fund hier möglich gemacht habt. Ich bin so geflasht. Der wird auch einen wunderschönen Platz in meiner Sammlung bekommen. Der wird hoffentlich irgendwo stehen, wo man ihn in jedem Video bewundern kann. Ich finde es so geil, dass ich den bekommen habe. Und Leute, ich lege ihn jetzt hier mal weg zu meinem Endfazit. Ich habe den nur durch die Toyplosion bekommen. Durch die Spielzeugmesse, Toy-Show, die Moto Bros auf die Beine gestellt haben. Leute, nochmal, ich kann euch nicht genug danken. Ich glaube, ich spreche hier für jeden, der auf dem Event war, was das für ein geiles Event war, was das für ein Mega-Event war, was das für eine positive, was das für eine Leidenschaft war, wo jeder das gleiche Hobby hatte. Ich habe noch nie, wirklich noch nie so viele strahlende Augen gesehen. 30er, mit 30er bis 50er aufwärts, Jahre meine ich, ja, auch natürlich auch jüngere und auch ältere, aber alle auf einem Haufen, die das gleiche Hobby haben, Action Toys, Vintage, Spielzeug der Vergangenheit. Leute, es war mir eine große Ehre, dabei gewesen zu sein und ich möchte abschließen mit, ich bin das nächste Mal wieder mit dabei, verlasst euch drauf, ich freue mich drauf, vielen Dank nochmal, macht's gut, bis zum nächsten Video, euer Retro Rauner.